Ihr habt richtig gelesen, der Start einer Flive Esports League mit einem Gesamtpreispool von $25.000 im Jahr 2024 startet bald. Und zwar ist das eingetreten, was ich vor ein paar Wochen angekündigt habe. Flive, also Flive Online oder Flive PC, wurde zu Gempion hinzugefügt. Gempion, darüber reden wir gleich noch. Zuallererst gucken wir uns mal dieses 2024 Flive League Tournament System an. Und hier seht ihr schon Total Price von $25.000. Außerdem fand ich das Logo ganz geil. Das ist so ein etwas älteres Flive-Logo, wo die Koreanin released wurde. Und dann einfach wow. Ja. Wow. About Flive League. The Flive League is an international esports league featuring the best Flive players in the world and running in Gempion. Das klingt schon mal interessant. 2024 Season Format. Wir haben Stage 1 Final nach 6 Qualifiern, Stage 2 Final nach 6 Qualifiern und Stage 3 Final ebenfalls nach 6 Qualifiern. Hier ist der genaue Ablauf, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil da steht jetzt so viel mit 48 Gewinner, bla bla bla. Das interessiert uns jetzt immer noch nicht so sehr. Interessanter ist der Prize Pool, also die $25.000 gewinnt natürlich nicht eine Person auf einen Schlag, ja, sondern es ist der Gesamtprize Pool von dieser League, also es ist quasi wie, ja, könnt ihr euch das selber vorstellen, ich meine so ein Ligasystem, wo mehrere Tournaments halt stattfinden, entsprechend kriegt natürlich nicht eine Person $25.000. Das Ganze ist aufgesplittet eben in das Season Finale, das ganz am Ende stattfindet und man kann da eben dann nur mitspielen, kommt gleich noch, wenn man irgendwo vorher schon mitgespielt hat und gewonnen hat oder gewonnen hat. Und ja, das, was wir gerade schon angeschaut haben, das allererste quasi, erstmal finden die Stage 1 Qualifiers statt und dann das Stage 1 Final. Für die Qualifiers in Stage 1 $1.200 Preisgeld insgesamt, für das Final $1.000. Für die Stage 2 Qualifiers ist es mehr und für Stage 2 Final ist es auch mehr, $1.000 mehr und Stage 3 wieder $600 mehr für die Qualifiers und wieder $1.000 mehr für das Final. Und das Season Finale, wie gesagt, $13.600 hat den höchsten Preispool. So, und wie joint man jetzt diese League oder wie joint man diesem Tournament? Also so ein Tournament findet alle 2 Wochen an einem Sonntag statt. Das stand hier oben drin, genau. Und hier muss man grundsätzlich einfach einem Qualifier beitreten und mitspielen. Warum? Weil man sich für Stage Final qualifieren muss. Deswegen gibt es 6 Qualifier. Nur Leute, die da eben mitgespielt haben, können sich für Stage Final qualifizieren und nur Leute aus dem Stage Final können dann letztlich am Season Final teilnehmen. Das bedeutet so viel wie, man muss die Qualifier spielen, so viele wie möglich und dort so gute Platzierungen bekommen wie möglich. Dann kann man das Stage Final mitspielen. Wenn man Stage Final dann wiederum gute Platzierungen erzielt, kann man letztlich ins Season Final eintreten. Die ganze Season geht vom 14. Januar bis zum 3. November und ist eben in diese verschiedenen Stages aufgeteilt. Stage 1 von 14. Januar bis 7. April, Stage 2 21. April bis 14. Juli und Stage 3 28. Juli bis 20. Oktober. Unten sieht man jeweils die Daten der jeweiligen Stage Finals und der Qualifier. Also ich finde es gut, dass das jetzt schon mal so ziemlich transparent alles gesagt wird, wann was stattfindet. Alle 2 Wochen eben immer an einem Sonntag die Qualifier, aber auch die Daten von den Stage Finals, dass die jetzt schon bekannt sind und so weiter. Und das Season Final findet dann letztlich am 3. November statt. Und ja, das war's tatsächlich auch schon, was so die grundsätzlichen Informationen angeht. Ist eigentlich ziemlich simpel. Für Flive-Verhältnisse sehr selten, dass etwas so simpel gehalten wird, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Flive selbst hiermit nichts zu tun hat. Und ja, klingt auf jeden Fall recht interessant. Wir werden später noch ein bisschen drüber reden. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist denn eigentlich Gempion? Wie erstellt man sich einen Account? Und wie bekommt ihr gratis G-Hub-Token? Flive is now live on Gempion. We are thrilled to announce that a global popular PC game Flive is on board on Gempion and players can join Flive tournaments and to earn rewards. Invite you to the mystical and wonderful world of Flive. Compete with others to earn reward on Gempion. For more details, please see below. Ja, das war gestern, hat schon stattgefunden. About Flive.
Developer Gala Lab, Platform PC, Genre MMORPG. Flife is one of the first MMORPG games that implemented a flying system. Das heutzutage komplett irrelevant ist, aber es sagt irgendwie nicht jemand dazu. It has a fun method of transport that lets you explore Madrigal from high above, go to the sky and enjoy the wonderful view of the land, fight with vicious monsters via aerial fights and join the Rainbow Race every week. Es wird literally die Sachen aufgezählt, die am wenigsten eine Rolle in dem Spiel spielen, aber hey, okay. Ja, dann haben wir hier die Flife-Webseiten, für alle, die es interessiert, Englisch, Deutsch und Französisch, das ist immer die gleiche, nur die vordere Kennung ist anders, je nach Ziel. Dann haben wir die Tournament Rules, Hunt Monsters and Earn Gem. Gem ist quasi ein Item, mit dem Tournaments jetzt getrackt werden. Rank is decided according to gem amount players earned during tournament period. The more gem you earn, the higher your rank is. What is gem? Gem is an in-game currency for Gem Pion Tournament. Gem is dropped from all monsters in a rare chance. You can get gem by hunting monsters plus minus 10 levels compared to your character's level. Also es ist einfach ein, ja, wie gesagt, ein Item, das Tournaments von Gem Pion trackt. Flife Tournament Information. Daily tournament is running every weekday. Tournaments for Flife League with $25,000 prize pool are held according to schedule. Wie wir gerade schon gelesen haben, alle 2 Wochen, immer sonntags. Flife Tournament Guide kann man sich hier kurz angucken. Das erste ist, wie man das Spiel runterlädt und einen Charakter stellt. Das ist, sage ich mal, relativ, einfach. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Anleitung. Wichtiger ist der zweite Punkt, how to check my account. Weil den Account braucht man, und zwar ist es die Account-Nummer, interessanterweise, die man vorher, glaube ich, noch nie in seinem Leben gesagt bekommen hat. Die braucht man, um sich für Tournaments zu registrieren. Und es geht ganz einfach, man macht einfach /Account und dann steht im Chat My Account 409.179 und diese Account-Nummer, die braucht man halt, um sich dann eben auf der Website zu registrieren für die Tournaments. Und genau, wie man sich dann registriert, zeige ich euch auch gleich noch. Und die Website schauen wir uns auch noch gleich an. About Gem Pion. Gem Pion is a web-free game esports platform developed by GemHub and Everplay. Here you can join diverse tournaments while playing your favorite games, immerse yourself in the real competition esports world. Compete with others to win a prize. Gem Pion provides a free-to-join tournaments with paid tournaments with amazing prizes. Also grundsätzlich kann man sich so vorstellen, die meisten Tournaments auf Gem Pion sind grundsätzlich eher gratis. Das heißt, du kannst einfach beitreten und GemHub Token gewinnen, was eine Kryptowährung ist. Und diese kann man dann für Echtgeld auch verkaufen. Also das hat auch tatsächlich einen echten Gegenwert. Allerdings sind die Preise, sage ich mal, gering. Also man gewinnt da jetzt kein Vermögen, wenn man so ein Tournament gewinnt. Das sind ein paar Tokens meistens. Ein Token ist Stand heute 9 Cent wert. Und genau. Grundsätzlich ist es aber so, die Pay-Tournaments, bei Flife weiß man es noch nicht, aber die Pay-Tournaments sind grundsätzlich immer mit einer Anmeldungsgebühr, also die sind nicht free to join. Und damit kommen wir auch schon auf der Website von Gem Pion an. Die Website ist ganz einfach zu erreichen unter gempion.io. Und ich werde euch meinen Referral-Link hier in die Kommentare posten, weil anscheinend bekommt man 0,1 Coin für jeden, der sich darüber anmeldet und seinen Discord-Account verknüpft. Also hier steht Social Accounts, aber ich glaube, der einzige Account, den man verknüpfen kann, ist tatsächlich Discord. Oder beziehungsweise mehr oder weniger verknüpfen soll. Und genau, könnt ihr ja nutzen, müsst ihr nicht, mir gleich, aber damit habt ihr die Möglichkeit, hier 0,1 Coin zu bekommen, wenn ihr euch darüber anmeldet. Aber leider geht es nur bis 30 Leute, aber ich denke mal, 30 Leute werden es so schnell nicht werden. Wir können uns das Ganze jetzt beispielhaft schon mal in diesem Open Beta Pre-Tournament angucken. Außerdem können wir uns noch die Drop-Chance von den Gems angucken, weil auf der Website von Gem Pion steht tatsächlich auch die Drop-Chance. Und grundsätzlich mal, wie das so aufgebaut ist. Also man klickt im Endeffekt einfach auf Tournaments und kann dann nach Flife sortieren, Game Flife. Und ja, dann hat man alle Flife-Tournaments. Täglich findet eben dieses Tournament statt, wo man grundsätzlich Entry-Free hat. Das heißt, man kann einfach beitreten und mitspielen. Und wenn man nichts gewinnt, gewinnt man halt nichts. Und wenn man was gewinnt, gewinnt man was. Price Pool ist jeden Tag 10 GemHub-Token. Und da ist es grundsätzlich so, dass immer 4 Leute gewinnen. Also der erste kriegt 4, der zweite 3, der dritte der dritte 2 und der vierte 1. Insgesamt 10, 4, 3, 2, 1.
Und genau, jeden Tag gewinnen quasi 4 Leute. Und diese Qualifier für die Tournaments, die kosten tatsächlich 1. Das habe ich vorher tatsächlich nicht gesehen. Die kosten 1 Token, um beizutreten, haben dann auch einen wesentlich höheren Preispool und geben einem eben die Qualifizierung für die weiteren Tournaments sozusagen. Und ja, wie das dann aussieht, wie gesagt, hier sieht man es nochmal, die Description, da steht im Endeffekt, dass wir schon durchgelesen haben, man muss Monster töten und diese Gem sammeln und diese Gem droppen zu 0,5%. Und der Rang, der vergeben wird, ist natürlich abhängig von den Gem, die man in der Tournament Period gesammelt hat. Je mehr man sammelt, desto höher ist der Rank. Und ja, das ist eigentlich ziemlich simpel, würde ich sagen. Und hier haben wir noch dieses Beta-Tournament. Und logischerweise, das hat heute Morgen, achso, nee, das hat tatsächlich heute Morgen stattgefunden, genau. Aber hier hat eben GemHub selbst teilgenommen. Das Ganze ging nur 3 Stunden. Open Beta Pre-Tournament. Also da haben sich zwar 6 Leute angemeldet, aber offensichtlich ja, war das kein richtiges Tournament. Und genau, aber so sieht das dann wohl so ungefähr aus. Bin mir nicht sicher, was hier mit Recent Matches gemeint ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob dann hier wirklich dokumentiert wird, sobald du ein Item droppst, ob das dann immer hier erscheint, sodass man auch sieht, wer gerade in Führung ist und so, ehrlich gesagt. Not sure about that, muss ich sagen. Aber ja, sehr interessant auf jeden Fall. Grundsätzlich also ein relativ simples System und man kann es im Endeffekt als so eine Art tägliches PvE-Tournament, PvE-Event, was jetzt nicht direkt in Flive sozusagen stattfindet. Also du musst zwar in Flive spielen, Tournament wird aber auf dieser Website getrackt, aber grundsätzlich kann man es sowohl oder so ähnlich sehen. Abschließend kommen wir dann noch zu meiner Meinung zu dem Ganzen und auch noch zu den Tournament-Zeiten. Was mir nämlich noch aufgefallen ist, die Startzeit, also beim Pre-Tournament waren das ja 3 Stunden hier. Das war, wie gesagt, nur ein Test, mehr oder weniger. Das ging ja 3 Stunden. Die richtigen Weekly Tournaments oder Daily Tournaments sind sie eigentlich, weil es ja wirklich jeden Tag stattfindet, jede Woche, die fangen um 17 Uhr an und enden um 15 Uhr. Das heißt, die gehen insgesamt 22 Stunden. Das heißt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass man gewinnt, also wenn man jetzt zum Beispiel abends in Führung ist, müsste man eigentlich direkt am nächsten Tag morgens nochmal reingucken und dann hoffen, dass man immer noch in Führung ist. Und wenn nicht, müsste man direkt weiter grinden. Und das alles nur für einen relativ geringen Preispool. Das ist schon mal irgendwie weird. Also ich finde 22 Stunden ist einfach gottlos. Also ich finde, es sollte maximal 6 oder so sein. Droprate von 0,5% ist jetzt auch nicht so gering, wenn das hier wirklich stimmt. Und dass man jetzt sagen kann, ja gut, wenn das jetzt nur 2 Stunden läuft, da droppt ja gar kein Item, da hat ja dann jeder 0 und wie soll man dann einen Gewinner irgendwie feststellen oder so. Also 0,5% ist eine relativ gute Drop-Chance, würde ich jetzt mal sagen. Mit einem angemessenen Keyspeed droppst du da wahrscheinlich zwischen 50 und 100 Items pro Stunde, wenn du entsprechenden Keyspeed hast. Also sollte jetzt eigentlich nicht so ein riesiges Problem sein. Und ich finde 22 Stunden ist ja einfach nur weird. Am nächsten Tag startet ja um 17 Uhr direkt das nächste Tournament. Und es geht ja dann wieder für 22 Stunden und immer so weiter. Das heißt, wenn du da einmal richtig drin bist, würdest du quasi mehr oder weniger nie wieder aufhören, Flive zu spielen. Theoretisch. Ich meine, praktisch würde es natürlich niemand machen, aber ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, sagen wir es mal so, es ist komisch. Und ja, grundsätzlich finde ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es grundsätzlich, weil ich habe jetzt wirklich nichts entdeckt, was irgendwie so, ja, wo man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie fragwürdig oder merkwürdig oder so, oder oh, was ist das? Oder oh, da will jemand Zugriff auf meinen Account oder sonst was. Es sieht alles wirklich eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Es ist, wie gesagt, man kann sich vorstellen wie so ein tägliches Tournament, das den Flive-Alltag etwas abwechslungsreicher und belohnender macht, weil man hier tatsächlich Token gewinnen kann, die man dann tatsächlich auch verkaufen kann für echtes Geld. Vollkommen legal auch und so. Also, ja, ist nice, also ist mal was anderes auf jeden Fall. Grundsätzlich, aber ein paar Sachen also es ist im Endeffekt eine Sache, die ich hier einfach anmerken muss, die halt bei Flive immer wieder ein Problem darstellt und das sind einfach Leute, die sich nicht an die Regeln halten, aka Bot-User, Tool-User etc. Also der unfaire Vorteil. Also E-Sport zeichnet sich ja eigentlich genau wie richtiger Sport dadurch aus, dass es einfach Regeln, Richtlinien gibt, die eingehalten werden müssen, keine Frage. Und hier ist halt die Frage, wie wird das hier kontrolliert? Weil
Soweit ich weiß, ist Bot-Usen in Flive-PC kein großes Problem mehr oder in Flive Online. Aber wenn das hier nicht schreit, Hilfe oder Vorsicht, Bots kommen, dann weiß ich nicht was. Ein Tournament, das 22 Stunden läuft, ja, wer profitiert davon? Natürlich jemand, der 22 Stunden levelt oder 22 Stunden Monster grindet. Wer kann 22 Stunden Monster grinden? Nur jemand, der sich nicht an die Regeln hält und gar kein echter Mensch ist, weil er ein automatisiertes Programm ist. Und das ist halt mein Bedenken hier, dass das im Endeffekt letztlich einfach nur dafür sorgt, dass Leute, die sich nicht an die Regeln halten, noch zusätzlich dafür belohnt werden und Leute, die actually Interesse an diesem Event haben oder an diesen Tournaments haben, werden komplett leer ausgehen und werden für ihre investierte Zeit wieder einmal weniger oder sogar gar nichts bekommen, versus Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Ich denke, das ist ein solider Gedanke, den man oder ein Bedenken, das man hier haben kann. Ich weiß nicht, was Gempion in so einem Fall tut. Ich kenne die Plattform nicht, die gibt es auch erst seit 2-3 Monaten und ich weiß nicht, wie sie damit umgehen würden. Also ich weiß auch nicht, wie das festgestellt werden würde oder wie hier die Gewinner auch irgendwie, sagen wir mal, verifiziert werden oder so. Das alles weiß ich nicht, das steht auch nirgendwo. Bleibt mal abzuwarten, wie sich das entwickelt, aber es ist auf jeden Fall durchaus bedenklich, wenn man die Geschichte von Flive kennt und die Tatsache, dass sich halt leider sehr viele Spieler einfach nicht an die Regeln halten, wenn es um Gewinne, Preise, Preisgelder, wie auch immer geht. Und das war alles, was ihr wissen müsst über die 2024 Flive. Ich finde es auch lustig, wie sie es Gempion League genannt haben, weil irgendwie, ja, ich habe im ersten Moment irgendwie gelesen Flive Champion League, also war das Wort Gempion und Champion sehr ähnlich vom Aufbau her. Dachte ich mir schon so, damn, als ob die es jetzt wirklich Champion League genannt haben. Aber nee, haben sie tatsächlich nicht. Aber Gempion League ist, glaube ich, schon so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, ja. Genau, das war's. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, grundsätzlich eine interessante Entwicklung, die vermutlich auch auf Flive Universe zukommen wird. Und mal abwarten, was passiert. Interessant ist auch, dass Rappels das Ganze nicht bekommen hat, weil Rappels und Flive Online werden ja oft gleichgezogen, kriegen meistens die gleichen Treatments. Ja, zum Beispiel Publisherwechsel und solche Sachen. Hier tatsächlich noch nicht, aber kann sein, dass das auch noch kommt. Also angekündigt wurde es, dass es kommt, aber nicht zeitgleich, aus welchem Grund auch immer. Bis zum nächsten Mal mit Flive. Haut auf jeden Fall rein und lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.